Willkommen bei Bus TV, willkommen zu einem ganz kleinen Kurzfilm, passend zum Thema, denn hinter mir steht der Van Hool EX11H. H steht für hoch. Das Fahrzeug ist nämlich so hoch wie ein ganz normaler Reisehochdecker, in dem Fall 3,80 Meter. Klar, da geht noch ein bisschen mehr, aber hier finde ich, passt es ganz gut. 3,80 Meter Höhe und eine Länge von nicht 11 Metern, sondern 10 Metern und 70 Zentimeter. Ja. Dieses Fahrzeug ist bestuhlt mit insgesamt nur 30 Sitzen, ist sehr bequem innen drin. Ich zeige es auch gleich mal ganz kurz, da gibt es nämlich noch eine kleine Besonderheit. Ansonsten haben wir hier ein Fahrzeug, das stand ja eben noch in Brüssel auf der 25. Busworld. Und jetzt ist es schon quasi mal zur Demo, zu Demonstrationszwecken hier unterwegs sind wir in Frankreich. Und was ist neu? Nicht bloß das Fahrzeug an sich, das kurze, sondern neu ist eben auch, dass wir die neue Driveline haben. Ja? Also verbaut im Heck ist ein MX-11, ein Motor, der hat eine Leistung von 300 Kilowatt. Und wir haben als Getriebe das neue ZF Traxxon. Ja? Ansonsten hat sich optisch nicht sehr viel geändert bei dem Fahrzeug. Ich sage mal, der EX ist ja grundsätzlich sowieso so, ja, die wirtschaftliche Variante. Es ist so ein kleines Budget-Fahrzeug, also, und es will auch nicht konkurrieren mit Bussen, die auch preislich höher angesiedelt sind. Ja. Deswegen ist es auch ein EX und kein TX. Ja. Die TX-Fahrzeuge gibt es ja auch seit neuestem nur noch als Dreiachser-Fahrzeuge, weil man hat gesagt, es gibt einfach eine zu hohe Konkurrenz mittlerweile im Zweiachser-Markt. Da ist der Druck, auch der Preisdruck so groß, dass wir sagen, es macht eigentlich keinen Sinn mehr, sagt Van Hool. Wir konzentrieren uns bei den Zweiachsern eher auf die EX-Baureihe. EX ist ja bekannt dafür, dass es tatsächlich eine Alternative ist, auch preislich. Und man sagt aber, wir wollen qualitativ nicht zurückstecken. Am Anfang gab es vielleicht das ein oder andere Problem, aber mittlerweile wurde ganz schön viel Arbeit gesteckt in diese Fahrzeugkategorie. Und man kann sagen, auch so die ersten Kilometer, mit denen ich unterwegs war mit diesem Fahrzeug, es ist eine Menge richtig gemacht worden. Ja? Ich zeige mal ganz kurz ein paar Details am Fahrzeug. Die Kamera kann ja kurz mal mitkommen. Wir haben so ganz normale Kalottenscheinwerfer in LED-Ausführung. Das Licht ist, kann man sagen, ja, recht gut. Was vielleicht auffällt, man sieht, er hat keine normalen Spiegel. Hier haben wir ein Kamerasystem verbaut. Das muss ich mal sagen, kann man so machen. Van Hool sagt aber auch, wir zeigen einfach nur mal, dass wir es auch können. Ob ich jetzt als Bustester schon empfehlen würde, so etwas zu kaufen, weiß ich nicht so ganz genau, weil noch gibt es da erhebliches Optimierungspotenzial, egal welcher Hersteller es ist. Ich zeige es auch mal gleich noch mal ganz kurz von innen. Ansonsten die Kamerasysteme, die Spiegelsysteme werden sicherlich irgendwann kommen. Und ja, was aber eben zwingend notwendig ist, das sieht man an der Front, ist unbedingt nochmal eine Kamera für die Front, weil wenn wir nur die Spiegel, die Kamerasysteme für die Seite haben, dann ist nämlich dieser Bereich nicht mehr ausgeleuchtet, also kann nicht eingesehen werden. Hier ist es aber, wir haben hier noch einen separaten Monitor, so eine Art Bird-View-System, also eine Draufsicht rund um den Bus. Ja, ansonsten die Kofferräume. Leider ist gerade, bin ich mir nicht sicher, wie groß die Kofferraumkapazität ist. Man sieht, hier ist ziemlich viel noch verbaut. Also wir haben hier in dem Bereich einen durchgehenden Kofferraum und hier allerdings nur tatsächlich einen kleinen Bereich. Ja. Und hier hinter befinden sich dann Wassertanks für die Toilette, fürs WC und auch Trinkwasser. Das ist alles hier sozusagen verbaut, aber eben auch auf Kosten tatsächlich des Gepäcksraums. Die Befüllung, das kann die Kamera mal vielleicht kurz zeigen, wenn sie das sieht, kann man hier sehen, wird hier so mit handelsüblichen Adaptern ja, vollführt sozusagen. Man braucht also keine Wasserwagen mehr rumschleppen. So, wir gehen kurz weiter nach hinten. Hier also befindet sich der Motor, der läuft auch gerade. So, jetzt haben wir den Motor ausgestellt.
einfach um ein bisschen mehr zu hören. Und man sieht ja also hier nochmal, hier ist der DAF Packer MX11 und 10 Liter Aggregat. Dann haben wir hier auf der rechten Seite auch in einem abgetrennten Raum, also in einem etwas sauberen Raum, den Kühler, den Lüfter. Das ist ganz gut. So ähnlich macht es ja auch Daimler. Ja. Und ansonsten befindet sich hier auf der Seite so die Abgasnachbehandlung. Ja. Und man sieht kleines, kompaktes Fahrzeug, aber großer Motor. Also hier muss man nicht auf Leistung verzichten. Gut, dann würde ich sagen, Klappe zu. Auch hier nochmal ganz kurz, bevor ich es vergesse. Das Fahrzeug ist natürlich in Voll-LED ausgeführt. Also oben und auch hier unten haben wir LED-Scheinwerfer, typisch Van Hool. Und man sieht das Heck. Es ist eigentlich ein typischer Van Hool. Eckig, kantig, markant. Also man kann schon sagen, maskulin. Ich finde ja an der Stelle, muss ich sagen, Van Hool hat ja auch den coolsten Namen überhaupt für einen Doppeldecker, nämlich Astromega. Und das ist doch ein Mega-Name für einen Doppeldecker, den König der Landstraße sozusagen. So, der Vollständigkeit halber hier nochmal ganz kurz von der Seite des Kofferraum-Compartment. Ja. Und genau, man sieht also den Kofferraum. Gut, dann gehen wir mal rein. So. Und jetzt nehme ich mal kurz, ich gehe mal kurz nach hinten, dann kann die Kamera mal mitkommen. Und ich habe ja eben erwähnt, wir haben eine kleine Besonderheit, nämlich tatsächlich eine Rundsitzgruppe. Ja. Also das ist schon eine schicke Geschichte. Kann man natürlich nicht immer gebrauchen, ist schon relativ speziell. Aber wenn man es hat und wenn man es auch nutzen kann, dann ist es natürlich ein Bereich, in dem sich viele Kunden mehr als wohlfühlen dürften. Ja. Klar, das geht natürlich auf Kosten der Fahrgastkapazität, aber je kürzer der Reisebus ist, das ist ja leider auch klar, desto teurer wird er im Grunde. Ja. Auch wenn sich auf der ersten, auch wenn sich in erster Linie erstmal nicht so im Preis widerspiegelt, aber Preis pro Sitzplatz dann schon. So, dann haben wir hier die Gepäckablagen und man sieht mit Klappen. Das kann man bestellen, bekommt den aber auch ohne Klappen. Ich persönlich bin ja eigentlich ein Freund von so Klappen, weil das sieht man ja auch im Flugzeug, also weil immer wieder passiert es ja, dass bestimmte Sachen runterfallen können. Kleiner Nachteil hier ist sozusagen, es nimmt ein bisschen Platz weg, aber hier geht es eigentlich noch. Im TX haben wir noch etwas weniger Bauraum. Ja. So, dann, ich weiß nicht, ob man sehen kann, hier die Service-Sets. Doch, kann man. Die sind eigentlich sehr schön, sehr modern gehalten. Ja. Das sind hier noch so echte Knöpfe, finde ich persönlich sehr gut. Hier sind die Lautsprecher, was so ein bisschen, sage ich mal, naja, kritisch oder sagen wir mal ja, etwas Skepsis gesehen werden, ist die Position der USB-Steckdosen. Die ist nämlich hier oben. Und ich persönlich habe gerade ein Ladekabel dabei, das ist nur so lang. Und ich weiß ganz genau, wenn ich es laden würde, müsste ich die ganze Zeit mein Telefon hier halten. Also, das ist ja sicherlich einfach für den Hersteller zu verlegen, aber besser wäre es schon, quasi in der Rückenlehne des Vordersitzes oder halt hier unten nochmal USB-Steckdosen zu verbauen. Aber ich kann mir vorstellen, das sind auch noch Geschichten, wo dann der Hersteller vielleicht langfristig auf die Kunden hört. Ansonsten, die Sitze sind recht bequem. Wir haben verstellbare Kopfstützen und die lassen sich auch noch so ein bisschen falten. Das ist eine tolle Sache, weil wenn man ein bisschen müde ist und so weiter, dann landet man mit dem Kopf nicht beim Nachbarn. Ja, eigentlich eine schöne Sache. Und auch hier, man kann die natürlich so nach hinten tun. Und der Beifahrer, also der Außensitzende, kann mit seinem Sitz natürlich auch noch nach hinten zur Seite rücken, in den Gang rücken. Dann haben wir hier gestepptes Polster, so in Stoff- und Teilleder. Eigentlich eine schöne Geschichte. Und man müsste einfach mal sehen, wie sich das so auf langen Strecken ja, sitzt. Was mir auffällt, im EX11 hier sind alles Sitze mit Dreipunktgurten. Ja? Also nicht bloß hier, sondern wirklich tatsächlich auf allen Sitzen. Okay, dann
Ganz kurz hier der Küchenbereich. Hier haben wir eine neue TM-Küche. Das ist also voll Kunststoff, ja. Und ich weiß von Kunden, die sagen, hier, das löst sich gelegentlich. Ja. Das müsste man also mal beobachten. So, das ist ja dazu ein Schutz, wenn es hier zu ist, sozusagen, dass das nicht abkratzt sozusagen. Dann haben wir hier so ein digitales Display, natürlich noch ganz neu, nicht in Benutzung und die typische 40 Tassen Kaffeemaschine. Alles klar, dann haben wir hier noch ein ganz klassisches WC. Leider auch relativ ungünstig zu erreichen, denn wir haben hier unten nochmal eine hohe Stufe. Für mich ist es jetzt kein Problem, aber ich kann mir schon vorstellen, so ältere Personen, bis die mal hier unten sind, wenn der Bus fährt und so weiter, das könnte etwas sportlich anspruchsvoll werden. Aber kennt man ja auch aus Setra-Fahrzeugen und so weiter. Irgendeinen Kompromiss muss man halt eingehen. Und dann könnte man natürlich sagen, WC bauen wir nach hinten rein, aber geht in dem Fall nicht, weil hier haben wir eine Rundsitzgruppe. Gut. So, dann Fahrerarbeitsplatz. Ich mache mal die Zündung an und mal gucken, ob ich hier irgendwie das Radio auskriege. Genau. So, jetzt ist das Radio aus. Es ist eigentlich ein relativ moderner Arbeitsplatz. Ich weiß, nicht allen gefällt er. Mir persönlich gefällt er sehr gut, auch wenn er so ein bisschen Industriedesign hat. Aber es ist alles um den Fahrer herum angeordnet. Man kommt überall gut ran und es ist auch recht logisch sozusagen angeordnet. Ja. Der digitale Tacho befindet sich hier, also auch gut für Eingaben. Da muss man sich nicht irgendwie tief nach unten bücken und so weiter. Das funktioniert ganz gut. Was mir gestern aufgefallen ist, die Frontscheibe ist beschlagen und es war nur möglich, den Lüfter einzustellen, indem ich hier über dieses Drehrad links sozusagen ins Menü ging. Und der Fahrer, der mit dem Bus noch nie unterwegs gewesen ist, der hat es nicht geschafft. Also wir mussten erstmal anhalten und ein Fahrzeugbegleiter musste tatsächlich dann diese Sachen einstellen. Also das ist dann natürlich schon eine Geschichte, wo ich sage, so gewisse Dinge sollten intuitiv eigentlich auch noch mit sofort direkt erreichbarem Schalter passieren. Gut, dann erkläre ich nochmal ganz kurz das Kamerasystem. Das ist ja von Vision Systems. Dazu nehme ich mal kurz die Kamera. So, hier sehen wir es. Das System bin ich ja auch schon gefahren, kürzlich in einem MAN. Hier ist der linke Spiegel und da der rechte Spiegel. Ja, grundsätzlich, das Bild ist gut, es funktioniert. Wir haben zwar keinen Full HD Monitor und auch die Kameras, die sind ja da oben angebracht, links und rechts. Also das heißt, der Monitor sitzt etwas unterhalb der Kameras. Und hier haben wir dann noch, und das ist relativ wichtig, das Birdview-System, weil nur hier, vielleicht kannst du ja mal kurz rausgehen, kann man erkennen, ob zum Beispiel ein Kind oder irgendetwas sich vor dem Bus befindet. So, und der Rüdiger geht jetzt mal kurz nach vorne. Ja, und man sieht allerdings sehr, sehr klein, dass dort jemand langläuft im vorderen Bereich. Ja. Gut, und da wir ein Birdview-System haben, sieht man eben auch, dass da hinterm Bus jemand entlang läuft. Ja, also man sieht recht gut, was passiert, aber meiner Meinung nach zu klein. Wenn ich hier klassischerweise einen herkömmlichen Spiegel habe, dann habe ich ja links und rechts im Idealfall auch noch Rampenspiegel und dann kann ich tatsächlich millimetergenau auch sehen, wo ist denn jetzt ein Stein oder ein Pfahl oder ein Pfosten. Ja, hier wird das sehr schwierig zu sehen, ob da etwas ist. Ja. Aber Van Hool sagt ganz klar, das ist noch ein Prototypenstadium. Wir wollen einfach mal zeigen, dass wir es machen können. Es ist auch noch nicht abgenommen, noch nicht für die Serienreife. Und also ich persönlich, wenn ich jetzt die Wahl hätte, würde immer noch zum konventionellen Spiegelsystem greifen. Ansonsten hier ganz kurz
Man sieht, der Stuhl, der Fahrersitz lässt sich recht weit nach hinten verschieben. Ich kann sogar noch wieder ein Stückchen vorgehen. Ja, Fahrzeug fährt sich sehr gut, hat alle gängigen und wichtigen Sicherheitssysteme verbaut. Von PPC über einen Bremsassistenten, über ein Spurverlassenswarnergerät. Also wirklich alles, was gut und wichtig ist. Traxon ist natürlich ein automatisiertes Getriebe, der Nachfolger von der AS Tronic. Ja. Und die paar Kilometer, die ich bis jetzt unterwegs war, muss ich sagen, arbeitet ausgezeichnet. Klar, der Radstand bei diesem Bus beträgt gerade mal 5 Meter. Vorne haben wir einen Überhang von 2 Meter, ein bisschen hinten von 3 Meter. Damit ist das natürlich ein extrem wendiges Fahrzeug. Und ich gehe gleich nochmal hier auf eine etwas wellige Teststrecke, um zu sehen, wie ist denn so das Fahrverhalten. Und dann sehen wir uns gleich nochmal in der Praxis wieder. Okay. So, und wie versprochen, jetzt der praktische Teil. Also nochmal der Vollständigkeit halber. 300 Kilowatt, das sind, ich habe gerade mal nachgerechnet oder nachrechnen lassen, 408 Pferdestärken. Ich mag halt PS doch mehr als Kilowatt. Das überlassen wir dann doch den Elektrobussen. Ja? So, 10,70 Meter Länge, 5 Meter Radstand. Das ergibt in der Regel ein sehr wendiges Fahrzeug und meist oder oft auch eine Geschichte etwas nervös beim Fahren. So, die Kamera kann ich ja mal kurz nach vorne schwenken und wir sehen, ich halte mal kurz an einer Steigung. Ich will einfach mal sehen, wir haben ja jetzt hier das Traxon verbaut, wie beschleunigt er am Berg, an der Steigung. Als allererstes gucken wir mal, ob der Hillhold hat. Hat er. Und ich gebe normal Gas. Zweiter Gang, dritter Gang, vierter Gang, fünfter Gang, sechster Gang, sehr hart, sehr unsauber, also alles andere als Fahrgast optimiert geschaltet, muss man mal sagen. Klar, man fährt nicht ständig an der Steigung an, aber da kenne ich Hersteller, da sage ich jetzt aber keinen Namen, die haben das doch etwas komfortabler gelöst. Ja. Gut, ansonsten waren wir beim Thema Fahrverhalten, das ist eigentlich ganz gut. Ich fahre jetzt mal etwas zügiger auf einer leicht geschwungenen Strecke. Einfach mal um zu sehen, wie ist denn so die Abstimmung. Achtung, Rechtskurve. Und wir sehen, bei einer leichten Kurve, Tempo knapp 60, greift schon das ESP ein. Wir haben also Motoreingriff plus Bremseingriff. Das ging sehr, sehr schnell. Meiner Meinung nach ist das ein bisschen übertrieben. Aber ich denke, das Fahrzeug ist so neu, da kann ich mir vorstellen, wird auch noch mal so ein bisschen in Sachen Abstimmung passieren am Fahrzeug. Natürlich kann man sagen, Reisebus ist eine Geschichte, lieber mehr Sicherheit als zu wenig, gehe ich absolut mit Komfort. Das ist eine Sache, stimme ich zu. Aber wenn ich tatsächlich ständig eingebremst werde, auch in Situationen, wo es nicht notwendig ist, das wäre dann zu viel. Ansonsten, das Fahrzeug liegt ruhig auf der Fahrbahn, nicht nervös. Die Lenkung ist relativ straff, aber immer noch leichtgängig genug. Ja, ich hatte ja vor kurzem die Gelegenheit, mit einem Volvo 9900 9.7 zu fahren, mit VDS, Volvo Dynamic Steering. Das ist ja eine elektrisch unterstützte Lenkung. Hat der nicht. Hier haben wir eine klassische ZF-Lenkung verbaut. Aber die ist, wenn man die jetzt nur fährt, sehr komfortabel abgestimmt. Und ich habe sehr guten Fahrbahnkontakt. Also ich fühle tatsächlich die Straße. Und ich muss sagen, auch eben hat man es gesehen, auf etwas schlechterer Straße, die Abstimmung, der Federungskomfort ist wirklich gelungen. Wir haben ja hier noch so adaptive Stoßdämpfer verbaut und wir haben im Heck auch nochmal Motorraum, das zeige ich gerade nochmal, wenn ich drüber rede, nochmal separate horizontale Stoßdämpfer verbaut. Das soll einmal die Schwingungen des Motors verringern und insgesamt auch die Fahrstabilität dieses Busses verbessern. Ja? Also vom Fahren, vom Handling, man fährt ein paar Meter und fühlt sich sofort zu Hause. Klar, wir haben jetzt hier die Spiegelsysteme, die Kamerasysteme.
Da bin ich noch nicht ein großer Freund von, aber darum geht es jetzt hier in der Kurzvorstellung auch nicht. Ja, grundsätzlich, wie gesagt, Fahrerarbeitsplatz hatte ich gerade schon erwähnt, funktioniert gut. Das war's an dieser Stelle und ich sage mal bis zum nächsten Mal. Sascha Böhnke. Okay, fertig. So, mein lieber Rüdiger, ne, da stehen wir jetzt hier im Wald in Frankreich und warten worauf? Auf Einfahrholen? Auf den Bus, genau. Worauf sonst? Es gibt Leute, die warten auf Godot, wir warten auf den Bus, ja. Ja, und ich will nämlich dem Rüdiger nur mal zeigen, wie toll so ein Selfie-Stab ist. Eigentlich von mir grundsätzlich verachtet, immer wenn ich sehe. Aber wir befinden uns ja hier nicht an einem touristischen Ort, von daher alles korrekt, ne? Sondern auf einem Sicherheitsgelände. Genau, Abgeschirmt. so sieht's aus. Gut.